Mein Name ist Christian Falkenstein. Ich komme aus Aulendorf, aus dem Landkreis Ravensburg. Kleinere Stadt mit 10.000 Einwohnern, nördlich vom Bodensee. Und habe vor ca. 15 Jahren das Haus der Ideen gegründet. Der Grundgedanke ist daraus entstanden, dass ich mal in Hamburg war, eingeladen war zu einer Diskussion zwischen Palästina und Israel. Große Strecke natürlich quer durch Deutschland. Und man hat hier auch gute Ansätze gehabt, miteinander in Dialog zu kommen. Dann bin ich aber wieder nach Hause gegangen, quasi ergebnislos, und habe mich dann gefragt, was war eigentlich Sinn und Zweck des Ganzen, nur zu diskutieren. Und habe dann die Idee gehabt, in Aulendorf, wie gesagt, ein Gasthaus übernehmen zu können. Das war ein indisches Lokal früher, und es war eine Pilzbar auf 2 Geschossen. Und die Idee war dann, oben sozusagen Vorträge zu Herausforderungen der Zukunft abzuhalten. Und die das Thema vertiefen wollen, können dann unten an der ehemaligen Pilzbar, wo jetzt ein großer Stehtisch steht, das Thema weiterentwickeln, Dialog führen und daraus Ideen entwickeln, wie man letztendlich zu den Herausforderungen Lösungen schafft. Das war mit dem Grund, warum ich das Haus der Ideen gegründet habe, weil ich persönlich an mir festgestellt habe, dass ich eigentlich nur auf Ideen komme, durch Dialog, wenn ich jemand zuhöre, oder deswegen bin ich der Meinung, wir Menschen müssen Dialog miteinander führen, um voranzukommen, um Impulse zu gewinnen, die letztendlich auch wieder in Projekte einfließen können. Auch der Umstand einer Idee finde ich sensationell interessant, weil jeder Mensch kann eine Idee haben, ob reich, ob arm, ob jung, ob alt. Egal welcher kultureller Herkunft, das ist eine kreative Sache in unseren Köpfen. Wir haben ein großes Projekt, an dem wir jetzt schon seit geraumer Zeit, einige Jahre arbeiten, und das ist das Festival for Good um den Bodensee, länderübergreifend in der 4-Länder-Region, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, wo wir nicht nur hier regional, sondern auch weltweit nach den besten Projekten Ausschau halten, die letztendlich einen Beitrag leisten zur Umsetzung der SDGs. Plus 3 eigene Themen, sage ich jetzt mal, oder ergänzende Themen. Das wäre einmal Made in Africa, also wir suchen nach guten Projekten in Afrika im Bereich Infrastrukturverbesserung, Bildung, Wirtschaft, Good Governance. Dann das Thema neues Kreislaufsystem 2+12. Wie kann man durch ein besseres Recycling Lebensmittelüberschüsse haltbar machen, neue Produkte herstellen zur Hungerbekämpfung. Und das 3. das Thema Good News, wo wir einfach versuchen wollen, durch Best-Practice-Projekte diese Good News zu multiplizieren, um Menschen einen Impuls zu geben, mitzumachen, einen Impuls, eigene Projekte zu machen. Also dass wir gute Nachrichten mehr verbreiten, wie so oft bei uns gewöhnlich die schlechten. Versuchen, wie gesagt, diese guten Projekte ausfindig zu machen. Die besten Projekte ist eigentlich so der Anspruch, die letztendlich einen tatsächlichen Beitrag leisten können, die auch wirklich nachahmungswert sind. Und dann natürlich mit den Menschen, die hinter diesen Projekten stehen, in Dialog zu gehen, abzuklären, was sind so ihre Zielsetzungen, wie sind sie auf die Projekte gekommen, und natürlich dann ein gemeinsames Miteinander zu ermöglichen, um letztendlich dieses Festivalprogramm dann hier am Bodensee umzusetzen. Diese SDGs werden ja heruntergebrochen, das sind ja 17 Nachhaltigkeitsziele, 169 Unterziele, und die werden ja auch bezeichnet als die 5 Ps, also Planet, People, Prosperity, Peace and Partnership. Und so haben wir uns für die verschiedenen SDG-Ziele, die 5 Ps, verschiedene Orte vorgestellt. Zum Beispiel könnten wir uns Peace vorstellen in den Friedensräumen in Lindau. Das Thema Planet wollen wir im Raum Konstanz, Mainau, Radolfzell ansiedeln. Hier gibt es viele Stiftungen. Der Global Nature Fund hat hier seinen Sitz. Also sehr viel Kompetenz, was hier Umweltschutzprojekte angeht, aber auch darüber hinaus. Wir sehen auch im Bereich Planet das Energiethema als gravierend an, als wichtig an, ja, dass wir hier tolle Projekte vorstellen, die es ja hier auch rund um den Bodensee gibt. Prosperity sehen wir eventuell in Liechtenstein, also auch durch die Stiftungen, durch das Bankwesen. Und Partnership könnten wir uns vorstellen, dass wir das auf der Sonnenkönigin machen
auf dem Eventschiff dann auf dem Bodensee. Und so sind wir auch weltweit unterwegs. Es gibt Initiativen in Afrika, die wir gerade ganz systematisch untersuchen. Wo gibt es Projekte in unterschiedlichen Bereichen, die Arbeitsplätze schaffen für Afrika in der Zukunft. Und auch da gibt es schon gute Beispiele und wir erkennen auch, dass doch Interesse da ist, sich auch weltweit auszutauschen und die Projekte weiterzuentwickeln. Und bin auch der Meinung, dass wir schauen müssen, dass die in Anführungszeichen Guten auf dieser Welt eine viel kräftigere Stimme bekommen sollten, gerade in den heutigen Zeiten. Und da haben wir so viele davon. Ja, einmal haben wir natürlich großen Arbeitsbedarf. Wie gesagt, wir sind weltweit jetzt gerade in der Recherche nach diesen guten Projekten. Man kann auch sagen, funktionierende Projekte, die einfach das Zeug dazu haben, diese Ziele der SDGs plus der 3 weiteren Ziele einen Beitrag zu leisten, diese umzusetzen. Dafür brauchen wir viele Mitstreiter, Mitmacher. Also wer sich da interessiert, sind wir immer gerne bereit, jemand eine Ferienarbeit, eine Bachelor-, eine Masterarbeit oder auch eine Studienarbeit zuteilwerden zu lassen. Also da sind wir auf der Suche nach Unterstützung und natürlich auch eine herzliche Einladung ins Haus der Ideen nach Aulendorf zu kommen, ganz einfach Dialog mit uns zu führen.